Amen. Amen. We're discussing the relationship between morality and prophecy. Wir besprechen die Beziehung zwischen Prophetie und Moral. We haven't looked at the definition of prophecy yet, Und wir haben die Definition von Prophetie uns noch nicht angeschaut. but we have been looking at the definition of morality, at Aber least the wir basic definition. Haben uns die basierende Definition von Moral angeschaut. So if we were to go to Strong's Concordance, Also no, wenn- not Strong's, Webster's Dictionary, Also wenn wir zum Websters Wörterbuch gehen würden and we looked at the word moral, und wir uns das Wort Moral angeschaut hätten, the word moral das Wort Moral refers to the idea of having manners. tut sich auf die Idee beziehen, dass man Gewohnheiten hat. So manners is a way a person behaves. Eine Gewohnheit, Manieren ist, wie eine Person sich benimmt. So in English we would say you should have good manners. Also im Englischen würde man sagen, du musst eine gute Umgangsform haben. Good behavior. Ein gutes Verhalten. Is that what manner would be in German? Mhm. Oder Manieren, ja. So then it says that moral or morality, Dann sagt es, dass Moral oder die Moralität, it relates to the practice tut es sich auf das Praktische beziehen or the manner oder die Umgangsform oder die Manieren or the conduct. oder das Verhalten. Practice, manner or conduct. Dann die Umgangsform, die Manieren oder die Durchführung, das Verhalten. And we had a singular synonym for all of them, which was behavior. Und alles zusammen haben wir als Synonym genommen, was das Verhalten war. And so this was the behavior of human beings. Also das war das Verhalten von menschlichen Wesen. So morality Also Moral is the behavior ist das Verhalten of social beings. von sozialen Wesen. And social having the idea of society. Und bei sozial haben wir die Idee von Gesellschaft. We could say Wir könnten sagen, relationships. die Beziehungen. So instead of saying relationship, Also anstelle, dass wir jetzt Beziehungen sagen, we'll say the interrelationship. sagen wir die Verbindung untereinander. The interrelationship between people. Die Verbindung untereinander zwischen Menschen. So it has this idea of the relationship that people would have one with another. Also es hat die Idee zwischen den Beziehungen, die Menschen miteinander haben würden. And it's in reference to a specific concept. Und es bezieht sich auf ein spezifisches Konzept. So it's our manners or behavior Also es ist unser Verhalten oder unsere Manieren in reference in Beziehung to what? zu was? To right Zu richtig
or wrong. oder falsch. So when we gave that definition, Also wenn wir or that part of the definition, diesen Teil von Definitionen überspringen werden, we see that morality, dann sehen wir, dass die Moral, because it has the concept or part of the definition is to do with right and wrong. weil es das Konzept hat, dass es auch mit richtig und falsch zu tun hat. Morality is connected to what part of our being? Moral ist mit welchem Teil unseres Wesens verbunden? Which part of our nature? Welcher Teil unserer Natur? Good. Bewusstsein. So it's connected to our conscience. Also es ist in Verbindung mit unserem Bewusstsein oder mit unserem Gewissen. Because our conscience Denn unser Gewissen has what property? hat welche Grundlage It knows oder the difference Eigenschaft? between right and wrong. Es kann unterscheiden zwischen falsch und richtig. And what else does it have? Und was kann es auch haben? What other property? Welche andere Eigenschaft? Yesterday we said guilt. Guilt. Gestern haben wir Schuld gesagt. So you feel guilty. Also man fühlt sich schuldig. And guilt Und is a schuldig feeling ist ein Gefühl, that's bad. das schlecht ist. Oder ja, ein Schuldgefühl. So it has the ability to make you feel bad Es hat die Möglichkeit, dass man sich schlecht fühlt, if you do something wrong, wenn man etwas Falsches macht. and has the ability to make you feel at least normal or natural if you do right. Oder es kann dich so normal das machen, dass man sich gut fühlt oder richtig. Now the Bible speaks about having our consciences seared. Die Bibel spricht darüber, dass wir unser Gewissen versiegelt können. So I'll explain what the word means. Ich werde erklären, was das Wort bedeutet. So having our consciences seared, let's go to the verse. Lass uns Find zum it. Vers gehen. First Timothy chapter 4 verse 2. We'll find the word in 1. German. Timotheus 4, Verse 2. Vers 2. 1. Timotheus 4, Vers 2. So the word seared. Also durch Heuchelei von Lügenreden, die in ihrem eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. You have seared? Is it marked? Ja, gebrandmarkt. So it just says what kind of mark? Gebrandmarkt. The brand mark. Okay. So I thought it was just marked. It's not just marked. Aha. So this idea of searing, Also neben der Idee von Mark, if you sear something, wenn man etwas gebrandmarkt, it means to burn dann bedeutet es, dass etwas brennt with some kind of mark. mit einem Malzeichen. So if you had a steak, Also wenn du ein Steak hast, you'd have these grill marks on it. hast du diese Grillmarkierungen darauf. By the way, Nebenbei trivial information, eine andere Information. one of the most popular meats in America is chicken. Eins der beliebtesten oder bekanntesten Fleischarten in Amerika ist Huhn. And most fast food restaurants have some kind of chicken burger. Und die meisten Fillet, chicken Fastfood-Restaurants fillet or something like haben that. irgendwie Huhnburger oder so. So we wouldn't call it a steak, we'd call it a fillet. Also wir werden es nicht ein Steak nennen, sondern ein Filet. And if you're going to cook this chicken fillet, Und wenn man dieses Huhnfilet kocht, you do it two ways. dann kannst du es in zwei Arten und Weisen machen. It's got nothing to do with our study. Es hat nichts mit unserem Studium zu tun, Trivial information. nur eine Information How noch would you cook dazu. it? Wie kochst du es? Two ways. Zwei Arten.
Du sprichst mit Veganern. We should be experts on all subjects. Wir sollten Experten auf allen Themen sein. So that when you want to do your burger, Also wenn du deinen Burger machen your willst, vegan burger, you know how to do it. dann weißt du, wie du es machen musst. We don't know? Weißt du es nicht? Grill. Grill. They would never bake. Sie würden es nie backen. What would they do? Was würden sie tun? Fry. Frittieren. You would grill or fry. Man kann es grillieren oder frittieren. And people do not like grilled. Und die Menschen mögen es nicht, wenn es grilliert ist. Doesn't taste nice. Es tut nicht gut schmecken. Frying is the way to go, always. Es muss immer frittiert sein. So they fry the chicken. Also sie frittieren das Huhn. The problem is, Das Problem ist, if you fry, wenn man es frittiert, it gives the connotation of being unhealthy. dann denkt man immer gerade, dass es ungesund ist. Yeah. Ja. So what they do is, Also was sie tun, they deep fry them. sie tun sie wirklich frittieren. Then they get this. Do you know what it's like a spatula is? Wisst ihr, was ein Spatel ist? Looks like this. Schaut so aus. Yeah, like for doing. So they get this spatula Also sie nehmen diesen Spaten with slits in it like this. und es hat so Schlitze drin. They get the spatula, put it over the fried burger, Und sie tun es über den, über den gebratenen Burger. and they have a pot Und sie haben einen Topf, of black paint. der schwarz angemalt ist. Put this over there, Und sie tun das dorthin. and they brush the fillet with this black paint. Und sie tun es mit diesem schwarzen So you have the Ding grill putzen. marks. Also hat man die Grillmarken. It's true. So. No, that's your health nugget for the day. We should know that. I'm going to leave that on there. That's important information. Please write over it that it's about the chicken fillet, not the beef. Write down specifically not vegan. Yeah, work anyway. They're like, so, seared means a burn mark, Also gebrannt, seht bedeutet gebrandmarkt. and there's this idea that you have this organ in your body. Und sie haben entschieden, dass du dieses Organ in deinem Körper You hast. don't. Und du hast es nicht. It's called the conscience, Es wird das Gewissen genannt. and you've burnt it. Und es ist gebrannt. You destroyed it. Es wird gebrannt. Es wird gebrannt. Verbrannt. Yeah. So we burnt the conscience, this organ, but it's not a Also- real organ. Wir haben das Gewissen verbrannt, aber es ist nicht ein wirkliches Organ. And I think it accurately translates it in the German. Und im Deutschen übersetzt es so: It's done with a hot iron, Es wird mit einem heißen Eisenstück gemacht, like you would brand an animal. wie man ein Tier brandmarkt. So you get this hot iron, Also man hat dieses heiße Eisenstück put it hier in a fire, und das tut man ins Feuer halten get it red hot, and then you would burn the flesh of the animal. Es wird wirklich heiß und dann verbrennt man eigentlich das Fleisch des Tieres. So this searing, Also dieses Searing, the word, dieses Brandmark gives this connotation not just of burning something, tut uns nicht nur zeigen, dass es einfach nur brennt, but this specific idea of a certain marking pattern. aber die spezifische Idee, dass es ein bestimmtes Mahlzeichen ist. Because if you cook this chicken fillet Denn wenn man dieses Huhnfilet and you overcooked it, it would Bratet. be seared, it would be burnt. und man es zu fest kocht, dann wird es verbrannt But oder when we think angebrannt. about it, we want to see these black marks. Und wenn wir darüber nachdenken, dann wollen wir diese schwarzen Mahlzeichen sehen, oder? Because it has this certain appeal to it. Weil es dieses bestimmte Muster hat. Ausschauen. So, morality Also Moral
is the behavior ist das Verhalten of social beings, von sozialen Wesen. and it's connected to our relationships one to another, Und das ist in Verbindung mit unseren Beziehungen zueinander. and it's in reference to right and wrong, Und es bezieht sich auf falsch und richtig, which is connected to the faculty that we have, which we call conscience. welches mit Faculty, mit der Fähigkeit verbunden ist, welches wir das Gewissen nennen. The part of our nature. Ein Teil unserer Natur. It's not physical. Es ist nicht physisch. And a conscience understands right and wrong, Und das Gewissen versteht falsch und richtig. and it makes you feel guilty if you do the wrong one. Und du fühlst dich schuldig, wenn du etwas Falsches machst. What Bible reference did we go to? Zu welcher Bibelreferenz sind wir gegangen? The car? Bible reference? 4. That was chapter. What book? Yes, but 4. Oh, the one we just read. I thought you gave me the right chapters. Chapter 4. Yes, but We just read one Bible verse so far Wir haben bis jetzt nur einen Bibelvers gelesen in our class. in unserer Klasse. is your last class? No, just Nein. before we spoke about, I know this got you thinking out in other directions. Revelation 14? No? You probably can't remember. Brother Roland? Bruder Roland, 1. Timotheus 4,2. 1 Timothy 4,2. Good. 1 Timothy 4:2. Gut, 1. Timotheus 4, Vers 2. We have our consciences seared or burnt. Wir haben unser Gewissen, das gebrandmarkt wird. But it's not like an overcooked burger. Aber es ist nicht wie ein überkochter Burger. It's not just blackened. Es ist nicht nur einfach schwarz. This idea of Gemacht. searing is a burn mark. Also die Idee von Brandmark ist eigentlich wirklich, dass es verbrannt wird. And so what's the word picture trying to describe when you sear a conscience? Was tut das Bild beschreiben, wenn man unser Gewissen gebrandmarkt wird? So before we answer that, Bevor wir das antworten, Sister Sue Ellen, Schwester Suellen, when you sear something, wenn du etwas brandmarkst when you brand them, und es verbrennst, what is the purpose of branding? was ist der Grund von Brandmarken? What does it show? Was zeigt es? Possession. Excellent. Besitz. Shows possession. Also es zeigt Besitz. So when your conscience is seared, Also wenn dein Gewissen Sister Tamina, gebrandmarkt wird, what does that mean? was bedeutet es? This word picture, our consciences are seared. Dieses Wortbild, dass unser Gewissen gebrandmarkt wird. Before you answer, Bevor du antwortest, Brother Carl, the Bible verse, Bruder Karl, den Bibelvers, 2? the book. The last book, we say? Just give us the Bible reference we spoke about a minute ago. Remember? About the seal of God? Not the seal of God. Our consciences are seared. Oh, 1 Timothy. 1. 20, Timotheus 4, 4, verse 2. Vers Excellent. 2. Okay. Sister Tamina? Schwester Tamina, Then the conscience belongs to someone. dann If it's gehört seared. das Gewissen jemandem. Can you say it a little bit clearer? When seared means that it's about possession, then Wenn if the brandmarkt heißt, dass es ein Besitz ist. then if the conscience is seared, then it belongs to someone. Wenn das Somebody takes Gewissen possession of it. dann gebrandmarkt wird, dann gehört es jemandem. Jemand übernimmt den Besitz. So your conscience doesn't belong to you. Also dein Gewissen gehört nicht zu dir. Yes and no. Ja und nein. Explain. Erkläre. Yes, it belongs to me, Ja, es gehört mir. but I know that I subdue either to the will of Satan or God. Aber ich weiß, dass ich es entweder Satan oder Gott übergebe. So let's not get moralistic Lasst about uns nicht Moral darüber werden, just the word picture. sondern nur das Wortbild. Conscience So- belongs to me. It's your conscience, Es ist dein Gewissen, but aber But it can be marked.
which is possession. Aber es kann nicht gebrandmarkt werden. can be, might be, will be. I think so. Which one? It can be. So it might not be. It will be. It will be. Mhm. So your conscience will be seared Also dein Gewissen wird gebrandmarkt by von somebody. jemandem. So someone will own your conscience. Also jemand wird dein Gewissen Besitz übernehmen. Sounds so bad. It sounds bad, doesn't it? Es tönt sehr schlecht. You had your hand up? Someone had their hand up, I thought. No? We all okay with that? Seid ihr alle damit If your einverstanden? conscience is seared, Also wenn dein Gewissen it gebrandmarkt means wird, someone owns that, dann bedeutet es, dass es jemand besitzt. which means someone owns you. Welches bedeutet, dass jemand dich besitzt. And in the context of this passage, Und im Kontext in dieser Passage it's negative. ist es negativ. It's a negative branding. Es ist ein negatives Brandmarken. So when we think about branding, Also wenn wir über Brandmark nachdenken, give me a Spirit of Prophecy quote. dann gib mir ein Geist der Sister Weissagung-Zitat. Tamina, don't look. Schwester Tamina, schau nicht nach. We know what it is. No. Nope, we haven't done it in our class. Wir haben es noch nicht in unserer Klasse durchgenommen. What is this? Was ist das? No, this. What is this? Nein, was ist das hier? Das Brandmarkwerkzeug. Do you know the quote? Weißt du das Zitat? Was it 80.4 or you said We no? haven't It's done it in our class. the Revelation 14 verse 9. Spirit of Prophecy quote. Es ist ein Geist der Weissagung-Zitat. Then it's about the seal of God will. As soon as everyone is sealed, then the shaking will come. No. I don't Has the word know. brand. Huh? Has the Brand? word Es hat das brand. Wort Brand da drin. We haven't. It's not in your notes. Es ist nicht in Don't deinen look. Notizen. It's not in your notes. Just what I thought someone might know. Ich dachte, I'm really vielleicht bad weiß es with jemand. remembering references. I'm Sister better. May, you know. Schwester May? Testimonies to ministers. Also Zeugnisse für... Was ist das? Minister. Prediger. Try Prediger. finding it. We try. So while she's looking, Also währenddem, dass sie nachschaut, we're not looking at the conscience, but we see it has similar properties. It's connected to the subject of morality. also wir schauen uns das Gewissen nicht ganz an, das Thema des Gewissens, aber wir sehen, dass es ähnliche Eigenschaften mit dem Thema Moral zu tun hat. $38.2. Good. I don't think it's in the German, is it? I don't think so. No, doesn't I exist. don't think it exists. Could you read that to us? Just that sentence? The paragraph is nice, I think. The whole, okay. It's quite long. Oh, then just do the portion that's relevant, more than the sentence. Okay. Maybe a sentence before, sentence after. Your best judgment. Okay. At the same time, Satan represents the people of God as great sinners and presents before God the list of sins he has tempted them to commit through their lifetime and urges that because of their transgressions, they be given into his hands to destroy. He urges that they should not be protected by ministering angels against the confederacy of evil. He is full of anger because he cannot bind the people of God into bundles with the world to render to him complete allegiance. Kings and rulers and governors have placed upon themselves the brand of Antichrist and are represented as the dragon who goes to make war with the saints, with those who keep the commandments of God and who have the faith of Jesus. So, if someone can get that quote, that Also reference, wenn jemand diese Referenz bekommen kann and give it to Sister Kathy,
und es zu Schwester Kathy 'cause geben she's kann, making a list of all these important quotes, and this is one of them. weil sie macht eine Liste von all diesen wichtigen Zitaten und das ist eines davon. The Testimony of Ministers is a nice one. Were you able to find it? Yeah. So, why is this important? Also wieso ist das wichtig? Who's it talking about? Über wen spricht es? Basically, that these kings, rulers, and governors, they are owned by the Antichrist because they have the brand of the Antichrist. They're possessed. So, the people who rule the world, Also die Menschen, die die Welt regieren. and it's who's ruling the world, Sister Und Catherine? wer regiert die Welt? Who rules the world? Got the passage in front of you? Hast du da die Passage vor dir? Do you have it in front of you, Brother Carl? Are you looking for? Brother Jim, you have it in front of you? Yeah, but I don't see it. Okay. See if you can locate it. Can you locate it, Sister Sue Ellen? Who rules the world? Starts with kings, Yeah. sentence. Kings and rulers You and found it? governors. Could you help Brother Jim to locate it? Just press the first word. Or Kings. Okay. you found it? Yeah. Who are the rulers? List them out for us. Kings and Kings. rulers and rulers, Rulers, governors. governors. Got it? So it's three types of rulers. Also es sind drei Arten von Regierenden. And what I like to do Und was ich gerne mache, is to put them into three types of government. ist, dass ich sie in drei verschiedene Regierungsformen einführe. The first one Die erste is obviously a monarchy, ist ersichtlicherweise eine Monarchie. which is a dictatorship, really. Es ist eine Diktatorschaft. And the other two, Und die anderen zwei, one would be socialistic, eins würde sozialistisch sein and the other one would be capitalistic. und das andere würde kapitalistisch sein. Awesome variation of this theme. One is socialistic and the other one is capitalistic. Wie weißt du, dass das eine sozialistisch ist und das andere kapitalistisch? I'm not saying those, but I'm not saying you can identify which one is which. Ich kann What we nicht, could do ich sage through the nicht, symbology. man kann identifizieren, welches ist. But I think the idea is it's talking about all forms of government. Aber ich denke, es tut über alle Formen der Regierungsarten sprechen. So you aren't safe. Also du bist nicht sicher. You might think you live in a democracy and you've got some protection. There's no protection. Du mögest denken, du lebst in einer Demokratie, aber du bist eigentlich nicht sicher. Es ist nicht eine All forms of Schutz. government will submit. Alle Formen der Regierung werden sich unterwerfen. Why? Wieso? Why will all forms of government submit? Wieso werden sich alle Regierungsformen unterwerfen? Now, even though we might not understand the fulfillment of this passage, Auch wenn wir vielleicht die Erfüllung dieser Passage noch nicht verstehen, because it's a prophetic statement, it must have some relevancy at the end of the world. also weil es eine prophetische Aussage ist, muss es ein paar wichtige Themen für uns am Ende der Welt It's not haben. like Deuteronomy 22, verse 5, Es ist nicht wie 5. Mose 2, Vers 5, which is an 22, Vers 5, Old Testament rule or law welches eine alttestamentliche Regel oder Gesetz ist, that we have to determine if we will obey or disobey today. dass wir entweder an dem gehorchen müssen oder nicht gehorchen heute. And Sister Catherine, should we obey it or disobey? Würdest du gehorchen oder nicht gehorchen? Deuteronomy 22, verse 5. 5. Mose 22, Vers 5. She disobey it, Sie tut nicht gehorchen. and that troubles people. Und das tut Menschen herausfordern. Deuteronomy 22, verse 5 says what? 5. Mose 22, Vers 5 sagt was? Women should not wear men's clothes and the other way around. Frauen sollten Good. nicht Männerkleider anziehen und umgekehrt.
We shouldn't wear each other's clothes. Also wir sollten nicht einander die Kleidung anziehen. And we say that verse no longer, that rule, that law no longer applies today. Und wir sagen, dass man diese Regel nicht mehr heute anwenden kann. People have problems with that Die Leute haben damit Probleme, because they think we're destroying God's word. weil sie denken, dass wir Gottes Wort zerstören. But those people who would accuse us of such statements, Und diese Leute, die uns anschuldigen würden wegen solchen Aussagen, they pick and choose which laws or rules they want to follow. und sie tun einfach die Gesetze, denen sie befolgen möchten, auswählen. But the passage that we speak about here is different. Aber die Passage, wo wir jetzt darüber sprechen, die ist anders. This is a prediction of the end of the world. Es ist eine Vorhersage vom Ende der Welt. And it says there will be a relationship between the kings on planet Earth Und es sagt, es wird eine Beziehung zwischen den Königen geben auf der Erde. shouldn't say kings, Es sagt vielleicht nicht Könige, the rulers. die Regierenden. There's three forms of government. Es gibt 3 Arten von Regierungen. There's no safety to be found Es ist keine Sicherheit, wo man da finden kann, because they're all going to say the same thing denn sie werden alle die gleiche Sache sagen or behave in the same way. oder sich in der gleichen Art und Weise verhalten. We okay with that? Seid ihr damit einverstanden? Because they're all owned by someone. Denn sie gehören alle jemandem. Sister Sue Ellen, who owns them? Wer tut sie besitzen? In the, Satan. in the passage. Es sagt in der So Passage, Satan does, Satan tut es, but it says aber sagt, Antichrist. the Antichrist. Good. der Antichrist. It says the Antichrist owns them because they've got the Antichrist brand. Es sagt, dass sie gehören dem Antichrist, denn sie haben das Brandmark vom Antichrist. So if you cut them open, Also wenn du sie aufschneidest found their conscience, und ihr Gewissen findest, it would say AC on it. dann würde es darauf heißen AC. Okay? But as a person thinks, Aber wie eine Person denkt, so are they so sind sie in their behavior. in ihrem Verhalten. And therefore, Und somit we can talk about this brand being in their conscience, können wir über das Brandmark in ihrem Gewissen sprechen, but all of us know aber alle von uns wissen, was that Brandmark, okay, our ja, clothes are a statement of our beliefs. dass unsere Kleider eine Aussage oder ein Ausdruck unseres Glaubens ist. Or the things that we like, Oder dass die Sachen, die wir mögen. which is why everybody likes wearing logos. Darum mögen alle Logos. Logos. Okay. Yeah, logos. Yeah. I like that. Yeah. I do that all the time. There's logos. I said, oh, logos. Because they say it with an accent. So, these people are going to wear the logo. Also diese Menschen werden das Logo tragen. So they'll wear their normal clothes. Also sie tun normale Kleider tragen. And they're all going to put these T-shirts on like people tend to do Also aber sie tun sich alle diese T-Shirt tragen. at a rally. At a Rallye. An einer Rallye. And it won't say MAGA. Und es würde nicht Mega heißen. What's MAGA? Was ist Mega? Oh, you don't know? Oh, good. You're not the only person. I got no idea either. Sister May. Schwester May. Sister Susan, help us. Make America great again. Good. Mach Amerika groß. Catherine, said like a true socialist. Well done. You're converted. You're one of us. Now these people are going to say, Diese Leute werden sagen, we love wir lieben the Antichrist. den Antichrist. So they're all going to wear these T-shirts or these baseball caps. Also AC. sie werden diese Kappen, Mützen oder T-Shirts tragen. So I like this quote. It's a really nice quote. Also ich mag dieses Zitat, das ist sehr ein tolles Zitat. Because the Antichrist is going to do what to Denn these der people? Antichrist wird was diesen Leuten antun? I'll start the sentence, you finish it. Ich fange den Satz an und ihr beendet ihn. Sister Janice. Janice. The Antichrist Der Antichrist will tell the kings wird den Königen sagen, what is was ist
Der Brand. Ihr Brandmal. What is right and what is wrong. Excellent. Was falsch und richtig ist. The Antichrist will tell you what is right and what is wrong. Der Antichrist wird dir sagen, was falsch und was richtig ist. Brother Roland, Roland, how will he do that? wie würde er das tun? How will he burn your conscience with his mark? Wie würde er dein Gewissen mit seinem Mal verbrennen? What mechanism or tool does he use? Welches Werkzeug benutzt er? Durch Beziehungen. Through relationships. Through relationships. Durch Beziehungen. He likes using this. Ich mag das zu benutzen. So he's going to use what? Also er wird was benutzen? Twist our brains. Er tut unser Gehirn umdrehen. Oder verdrehen. The generic term we would use? Information stream? Information. Information. Good. Gut. He would use information Er würde Information benutzen, to burn into our consciences what is right and what is wrong. um in unser Gewissen reinzubrennen, was falsch und was richtig ist. And it's extremely difficult Und das ist sehr schwierig, to avoid. um dem aus dem Weg zu It's gehen. like a black hole. Es ist wie ein schwarzes Loch. It's inescapable. Man kann nicht weggehen, es ist unentfliehbar. Sister May? Brainwashing. Gehirnwasche. Exactly. We're brainwashed. Wir werden Gehirn gewascht. We're brainwashed by our relationships, Wir werden Gehirn gewascht durch unsere Beziehungen. either in the real world Entweder in der reellen Welt or the virtual world. oder in der virtuellen Welt. Because can you tell the difference now? Weil kannst du jetzt den Unterschied sagen? No. Nein. We're all into social media, Wir sind alle in sozialen Medien and you can't tell if this person is even real or not. und du kannst nicht mal sagen, ob diese Person reell ist oder nicht. In the olden days, we'd call them robots. In den älteren Tagen, also in den früheren Tagen, würde man sie Roboter nennen. What are they called now? Und wie werden sie jetzt genannt? Bots. Bots. They just always cut things down. So they're called bots. Sie werden, was ist Bots? Bots genannt. It's like short for robot. Okay. They're not real people, Sie sind nicht reelle Menschen and they have their ability to, like spies, to infiltrate into your conscience, und sie haben die Möglichkeit, in dein Gewissen reinzusehen. like a virus. Wie ein Virus. They're unstoppable. Sie sind nicht stoppbar. It really is. Okay, so we've looked at morality, Also wir haben uns die Moral angeschaut and we said und wir haben gesagt, it's the relationship es ist die Beziehung of social beings. von sozialen Wesen. But the definition that we had Aber die Definition, die wir hatten from von Webster, Webster, oh, it's here. The word moral is applicable to actions that are good or evil. das Wort Moral ist anwendbar zu Gutem und Schlechtem. If it's good or evil, Wenn es gut oder schlecht ist, it has a reference to what? hat es eine Beziehung zu was? We said good and evil. Wir sagen gut und schlecht. But if it's what is good and what is evil, Aber was ist gut und was ist schlecht? how do you know what good and evil is? Wie weißt du, was gut und schlecht ist? Someone has to program you first. Good. Jemand muss dich zuerst programmieren. So he says, Also er sagt, has reference to the law of God es ist in Beziehung zu dem Gesetz Gottes, as the standard by which their character is determined. mit dem Standard, wo der Charakter bestimmt wird. Sister May, what is character? Schwester May, was ist der Charakter? Feeling and thinking. Ein Build Gefühl und das Charakter. Denken, Your thoughts and your feelings. deine Gedanken und deine Gefühle. So Also, it's in reference to es ist in God's law. Beziehung zu Gottes Gesetz. Here's your feeling. Hier sind deine Gefühle We're going to check und wir werden es if it's good or kontrollieren, bad. ob es gut oder schlecht ist. And the way to check if it's good or bad is you take this feeling, Und die Art und Weise, wie man kontrollieren kann, ob es gut oder And you schlecht ist, dann nimmt man check it dieses against God's
law. Gefühl und man tut es mit Gottes Gesetz kontrollieren. Then you get this thought Dann bekommt man diesen Gedanken and you check that against God's law. und man tut dieses mit dem Gottes Gesetz kontrollieren. Now, these people Jetzt diese Leute from Testimonies to Ministers, vom Testimonies to Ministers, what's their reference point? was ist ihr Referenzpunkt? Not Antichrist. Antichrist. They're going to go to Antichrist to find out what is right and wrong. Sie würden zum Antichrist gehen, um herauszufinden, was falsch und was richtig ist. So, social beings, interrelationships. Also soziale Wesen in Beziehungen. We'll take this idea, Wir nehmen diese Idee, relationships, Beziehungen, and we say und wir sagen, this is the relationships that we have, das ist die Beziehung, die wir haben, God Gott and human. und Menschen. So as soon as we start thinking about God and humans, Also sobald wir über Gott und Menschen nachdenken, when we start thinking about morality, wenn wir anfangen über Moral zu sprechen, we have to decide dann müssen wir entscheiden, what is good was gut and bad und schlecht ist and good und gut and bad. und schlecht. And are they the same? Und sind sie das Gleiche? No, they're not the same. Nein, sie sind nicht das Gleiche. What God thinks is good Gott denkt, er ist gut, would not be the same as what a human would think is dann good, wäre das nicht das Gleiche, wie wenn die Menschen denken, dass sie gut sind. and vice versa. Und wer ist schlimmer? Und auch andersrum. So I'm a human, Und ich bin ein Mensch and I would say, und ich würde sagen, just come and bow, komm und tu dich niederknien. kiss my feet. Tu meine Füße küssen. And you'd say, Und du forget würdest that. sagen, vergiss es. It's crazy. Das ist verrückt. But if God said that, Aber wenn Gott das gesagt hätte, we'd be fighting. dann würden wir kämpfen. You know, who can get first to kiss his feet? Wer kann zuerst seine Füße küssen? Yeah? Because the person who does it first is going to be the one that's blessed. Denn die Person, die es zuerst macht, das ist die Person, die gesegnet ist. So what we consider right and wrong to be is different. Also was wir entscheiden, was falsch oder richtig ist, das ist anders. So what we can do, Was wir tun können, because we looked at law, weil wir uns die Gesetze angeschaut we haben, can apply the law of God here. können wir uns das Gesetz Gottes hier anwenden. The 4 laws for God Die 4 Gesetze für Gott and the 6 laws for a und human. die 6 Gesetze für die Menschen. These laws, Diese Gesetze, do any of them say, don't eat pork? sagen irgendeine dieser Gesetze, isst kein Schweinefleisch. No. Nein. Go to bed early. Geh spät ins Bett. Exercise a lot. Früh ins Bett, oft Sport machen. No. You know, what we do Was wir tun, is, I'm not saying we're totally wrong, ich sage nicht, dass wir total falsch sind, but it is a manipulation. aber es ist eine Manipulation. We go to these verses, Wir gehen zu diesen Versen, open our Bibles. wir öffnen unsere Bibeln Which chapter are we in, und in welchem Kapitel sind wir? Brother Carl? Bruder Karl, Which book? welches Buch Then which chapter? und welches Kapitel? To explain what? To explain what? This story. Diese Geschichte hier. What is this picture of? Von wo kommt dieses Bild? Maybe my picture work isn't very good. Vielleicht ist mein Bildwerk nicht so gut. Brother Jim, what's this the picture work? Tell us the picture work. 10 Commandments. These are the 10 Commandments. Also das sind die 10 Gebote. You're okay with that? Bist du damit einverstanden? Do you know what book? Weißt du in welchem Buch? Not really exam. Exodus. Exodus? 2. Mose, oder? Exodus. 2. Mose?
Sister Dahlia, help him. Schwester Dahlia, hilf ihm. Kapitel 20. And we're looking at these 6. Und wir schauen uns diese 6 an. And what we could do sometimes, Und was wir manchmal tun we do it können, often, und wir tun es oft, we say, commandment number 6 wir sagen, Gesetz Nummer 6 is what, ist was? Sister Catherine? Catherine? It's okay, you can look. I shall not kill. Thou shalt not kill. Du solltest nicht töten. And we say, Und wir sagen, there it is, hier ist es, don't eat pork, isst kein Schweinefleisch, because you'll kill yourself. denn du tötest dich selber. Now, that commandment does not mean that. Also das Gesetz bedeutet nicht das. Right? Or mosquitoes. Oder Mücken. So, this commandment does not talk about self-harm. Also dieses Gesetz spricht nicht über Selbstbeschämung. Doesn't mean Sich selbst zu schaden. Das bedeutet nicht, don't wear this t-shirt in cold weather, tut nicht diese T-Shirts im kalten Wetter anziehen, expose your arms, tut deine Ärmel bedecken, damage your circulation and die. tu deine Zirkulation beschädigen und stirb. We shouldn't manipulate these commandments, Wir sollten diese Gesetze nicht manipulieren. because these commandments Denn diese Gesetze are dealing with what subject, Brother tun Roland? mit welchem Gesetz umgehen. The 6 commandments. Diese 6 Gebote. Morality. Moralität. All of them are dealing with morality, Alle diese gehen mit Moral um, Oh, specifically. okay. spezifisch. From man to man. Excellent. Von Mensch zu Mensch. From man or human to human. Von Mensch zu Mensch. And, Sister Llewellyn, what does that commandment say? Und was sagt dieses Gesetz? That one Dieses hier, being all of them combined. da werden alle miteinander verbunden. Could you repeat the question? Sure. The first part. Könntest du die Frage wiederholen? I'll ask it a different way. Ich frage es nun in einer anderen Art und Weise. You already gave us the answer before. Du hast uns eigentlich die Antwort schon zuvor gegeben. All of these commandments can be, You mean all the 6? Just the 6? yes. All diese Gebote können alle. Love your neighbor as yourself? No. No. Oh. Do unto others as you would have them do unto you. Good. Tu andere so behandeln, wie du gern von anderen behandelt werden We'll call möchtest. this, Wir nennen das, I don't know where we get it from, ich weiß nicht von wo dass wir das haben, the golden rule. die goldene Regel. Do unto others as you'd have them do to you. Behandle andere, wie du möchtest, dass sie dich behandeln. If we were all good, Wenn wir alle gut sind, we could say, könnten wir sagen, what? was? If we liked ourselves. Wenn wir uns selber mögen würden. Jesus calls all those 6 what? Jesus nennt alle diese 6 wie? Love, Liebe deinen Nachbarn wie dich selber. what's the problem with that? Was ist das Problem damit? The problem with what? What's Why the we problem cannot with say that, that? with that commandment? Was ist das Problem mit diesem Gesetz? To love your neighbor as you love yourself. Dass man deinen Nachbarn so lieben sollte wie sich selber. I don't know what you mean. Okay? If you don't love yourself, you cannot love your neighbor. Yes. Also wenn du dich selber nicht liebst, dann kannst du auch deinen Nachbarn nicht lieben. We're all smiling in this class, Wir tun alle lächeln in dieser Klasse and someone looks a little bit sad, und ein paar Leute schauen auch ein bisschen traurig aus and you'd go and sit next to them, und du gehst und sitzt neben ihm and you'd say, und du würdest sagen, are you okay? ist alles okay bei dir? You put your arm around them, Und du tust deinen Arm um sie and your sister would begin to cry und deine Schwester würde anfangen zu weinen and break down. und zusammenbrechen. And then she start to pour out all of her heartache and her misery. Und dann tut sie alles ihre
alle a ihre broken Sachen. heart. Sie hat ein gebrochenes Herz und sie tut alles ihr erzählen. And you realize really quickly, Und du tust schnell realisieren, all of these smiles are all fake. dass alle dieses Lächeln alle falsch sind. Because people mostly do not love themselves. Denn die meisten Leute tun sich nicht selber lieben. Even physically, we don't like our appearance. Auch physisch tun wir unser Auftreten nicht mögen. Especially when you get to my age. Speziell, wenn du zu meinem Alter kommst. So, people don't really love themselves. Also die Menschen lieben sich nicht wirklich selber. But Jesus says it, so we believe it. Aber Jesus sagt es, also glauben wir es auch. So I'm just using the golden rule. It's just this variation on the same thought. Also es ist eigentlich die goldene Regel und es ist einfach eine Variation auf demselben Gedanken. And what's special about this? Und was ist speziell in dem? This law. In diesem Gesetz? What's special about it? Was ist darüber speziell? Equality. Gleichheit. Like that. Mag das? They got these commandments Sie haben diese Gebote and they got a pair of scissors und sie haben ein paar Scheren and they cut them. und sie schneiden es. And all these ones Und alle diese hier are about what subject? sind über welches Thema? Us. Über uns. And all these ones? Und alle diese hier? God. Über Gott. So what did they cut out of all of this? Also was schneiden sie aus all diesem hier heraus? What did they cut out? Was schneiden sie heraus? God. They cut out God. Sie schneiden Gott heraus. God isn't here. Gott ist nicht hier. God is not in this story. Er ist nicht in dieser Geschichte. You don't need to be a Christian. Du musst nicht ein Christ You don't sein. have to be any religion. Du musst keine Religion haben. Because every human being, Denn jedes menschliche Wesen, from whatever evil society you come from, von egal welcher schlechten Gesellschaft du auch immer kommst, even if you're you call him a gangster, auch part of a wenn du gang, ein Teil einer Gang bist you're an assassin, oder in einer Mörderergruppe, you think of the most evilest person you can, du denkst über die schlimmsten Personen nach, die du kannst, and they will always fall into this, und sie würden immer da reinfallen. that they would want people to do to them Was sie möchten, dass Leute ihnen tun, what they would do to other people. würden sie anderen Leuten antun. Do unto others as you would have them do to you. Wie du anderen gegenüber dich verhältst, musst du es auch zu dir selber machen. Everybody follows this rule. Jeder tut dieser Regel gehorchen. You do not need to be a Christian. You do not have any religion. Du musst nicht ein Christ sein und du musst auch keine Religion haben. And we, Und wir, Christians, Christen, have a big problem with that haben ein großes Problem damit. because we think this must be impossible Und wir denken, das muss unmöglich sein. because it's the commandments of God. Denn es ist das Gesetz Gottes. But I challenge you, like I've challenged people in the past. Aber es tut dich herausfordern, so wie es auch andere Leute in der Vergangenheit herausgefordert hat. Check. Kontrolliere. Look objectively Schau objektiv. at these commandments, these rules, Diese Gebote and see if you und schau, ob du or others oder andere can keep these commandments diese Regeln halten können, without being a Christian, ohne ein Christ zu sein, without having a conscious commitment or affirmation of God. ohne eine Affirmation means a commitment to Him. eine gewisse Hingabe an ihn zu haben. You don't need to worship God to be able to do all of this. Du musst nicht Gott anbeten, um all das zu tun. It's inbuilt in us. Es ist in uns selber drin. So the right commandments are just about to be a good person, and the left part is about just they're special towards our religion. So the yellow Also das Gelbe is ist, Just to be a good person generally. to treat people the way you want them to treat you. dass du andere Leute so behandelst, wie du gerne behandelt werden möchtest. You say just be a good person. Du hast gesagt, einfach eine gute Person zu sein. Yes. Ja,
But all of it's about being good Aber alles ist darüber, gut zu sein, because it's either right or wrong, denn entweder ist es falsch oder richtig, good or bad. gut oder schlecht. So it's all about good. Also ist alles über das Gute. But these ones Aber diese hier have a certain property. haben ein spezielles Eigentum. You don't need a religion for that. But the right ones, that's where you have to believe in God. Also das linke, dort muss man an Gott glauben. So now we'll look at this one. Also jetzt schauen wir uns dieses hier an. We've seen the rules are different. Wir haben gesehen, dass die Regeln anders sind. You're not allowed to bow down to each other. Du bist nicht erlaubt, vor anderen niederzuknien. You're required to bow down. Und hier musst du niederknien. Du musst. Different rules. Sind andere Regeln. It's fine to carry a picture of your loved one. Es ist okay, wenn du ein Bild von deinem Liebsten herumträgst. You're forbidden Und hier ist es dir verboten, to have pictures of God. ein Bild von Gott zu haben. We'll say that sensibly. Und wir sagen das jetzt sensibel. Graven images, as the Bible talks about it. Gehauene Bilder. We're not saying pictures of Jesus in children's books are bad. Wir sagen nicht Bilder von Jesus in Kinderbüchern. This one, Dieses hier, you're in love with somebody, wenn du mit jemandem verliebt bist, you carry a memento, dann hast du ein Memento. a token, Eine Erinnerung oder ein Zeichen. a lock of hair, Eine Haarlocke. Maybe a piece of their clothing, Oder ein Stück von ihrer Kleidung. whatever expression of love you would have that would help you to remember them. Was auch immer du eine Expression ausdrücken willst oder erinnern möchtest. Yeah, so we could have a lock of hair, Also man könnte eine Haarlocke haben and then und dann, if I showed you my secret, wenn ich dir mein Geheimnis zeige, what color is Jesus' hair? was hat Jesus für Haare? Come on. Wait, Weiß. my lucky charm. This is 2000 years old. Das ist 2000 Jahre alt. You could feel it. Du kannst es Get fühlen. close to God. Du bist nah zu Gott. Forbidden here. Das ist verboten hier. It's like, okay? Yes. Es schaut aus wie eine Schnur. So what we can do here Was wir hier tun können, as tokens of love als Zeichen von Liebe, cannot do here kannst du hier nicht tun, because they become evil. denn sie werden schlecht. So it's different rules. Also es gibt verschiedene Regeln. Now these ones Also diese hier are specific to God, sind spezifisch zu Gott and you have to be taught them. und man muss ihnen gelehrt sein. And if you look at the 4 commandments, Und wenn man sich die 4 Gebote anschaut, you'll see that they don't come naturally. dann würdest du sehen, dass sie nicht natürlich kommen. Why? It's not natural to worship God on Saturday. Wieso ist es nicht natürlich, Gott am Sabbat anzubeten? Why pick Saturday? Wieso Sabbat? From sunset to sunrise? Von Sonnenuntergang zu Sonnenaufgang? That wouldn't be a right way to do it, would it? Das wäre die richtige Art und Weise, es zu tun, nicht? If you're a normal person, how would you do it? Wenn du eine normale Person wärst, wie würdest du es tun? Forget the day. Vergiss den Tag. No, we'll go with the day. Nein, wir gehen mit dem Which Tag. day would you choose? Welchen Tag würdest du auswählen? Why? Wieso? Sonntag. Wieso? It's number. Es ist Nummer. Everybody else does it. Oh, if you just start with a clean sheet of paper. Also wenn du mit einem klaren weißen Blatt anfängst. Where should you put God in your life? Wo tust du Gott in dein Leben? First, Zuerst. I'd put him at number 1. Ich tue ihn auf Stelle von Nummer 1. Because by the time I get to the end of the week, I'm tired. Denn mit der Zeit am Ende der Woche werde ich müde. So I'd go give him the best day. Also best gebe ich energy. den besten Tag. First day of the week. Der erste Tag der Woche. Then, Dann, when should we wake up? Do we wake up? wann sollten wir aufwachen? Sunrise. Beim Sonnenaufgang. You want to begin the day at sunrise, wouldn't you? Du würdest den Tag bei Sonnenaufgang anfangen, nicht? It's all backward.
Es ist alles rückwärts. Können wir aufhören am Sonnenuntergang? Sure. So you only have half a day. Also dann hast du nur einen halben Tag. So it'd be all crazy, wouldn't it? So we give him the worst day Also wir geben ihm den schlechtesten Tag. and we say, okay, we're going to honor you and then go to bed straight away. Also dann sagen wir werden dich ehren und dann werden wir gerade nachher ins Bett gehen. It's all wrong. Und das ist alles falsch. If you really think about it, you wouldn't do that. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, dann würdest du das nicht If tun. you were going to design some rules, Wenn du ein paar Regeln auswählen würdest, if I said, wenn ich sage, I want you all to pay attention to me. ich möchte, dass ihr alle Aufmerksamkeit mir We gebt. call it worship. Wir nennen es Anbetung. So I want your best energy at the beginning. Also die beste Energie, der Anfang. And we start the day when you're attentive, Und wir fangen den Tag an, wenn wir aufmerksam sind. not when you're exhausted Nicht, wenn wir ermüdet and sind about to go to sleep. und bald ins Bett gehen wollen. So this is why you need commandments, Das ist der Grund, wieso man Gesetze braucht. because they're counterintuitive. Denn sie sind gegen die Intuition. Remember, you Erinnert love euch, this person, wenn ihr diese Person liebt, so you keep that treasured item that they gave you. dann behaltet man dieses wertvolle Gegenstand. Does it make sense now Macht es jetzt Sinn, why the Catholic Church has relics? wieso dass die katholische Gemeinde Reliquien hat? Because we say relics are evil. Denn wir sagen, dass Reliquien falsch sind oder How can they böse. be evil? Wie können sie denn schlecht The sein? splinter from the cross, Der Splitter vom Kreuz, that treasured item, dieser das wertvolle Gegenstand. it can bring you so close to Christ, can't it? Es kann dich so nahe zu Christus bringen, nicht? And we would mock people for doing that. Und wir würden uns lustig machen über diese Leute, wenn sie das tun. And the people who would mock them Und die Leute, die sich lustig machen würden, because they had the steps from Jerusalem that got transported to Italy, weil sie die Treppen von Jerusalem haben und sie wurden nach Italien gebracht. and they say that's silly. Und sie sagen, das ist lustig. We, the same people who criticize them, have a picture of our children in our pocket. Und wir, dieselben Leute, wir haben ein Bild von unseren Kindern in unserer Tasche Take it out and you worship your child, und wir nehmen es heraus und wir tun unser Kind anbeten. and then we put it away and we laugh at Catholics for doing the Und same dann tun thing. wir es auf die Seite legen und wir lachen die Katholiken aus. Wir tun das Gleiche. So all I want us to see, Also alles, was ich möchte, dass wir when we sehen, talk about morality, wenn wir über Moral sprechen, God has purposely dann hat Gott begründet, cut his rules in half. seine Gesetze absichtlich in die Hälfte geschnitten, in Human beings zwei. are so much trouble, he gives us 50% more. Die menschlichen Wesen sind so fest, es ist so schwer für sie, dass sie zwei mehr haben, The, 50% mehr haben. these ones are intuitive. Diese hier sind im Gegendienst. The, Intuitiv. yeah, intuitive. You don't need anybody to tell you. Es muss dir niemand sagen. These ones, Diese you hier, need explicit instructions. da brauchst du wirklich Instruktionen. So this is morality. Das ist Moral. An Adventist, Und Adventisten, because we're clever people, weil wir schlaue Leute sind, what do? was tun wir? We want to put them back together. Wir möchten sie zusammenbringen. And the connection Und die Verbindung is the fourth. ist das vierte. We're going to make it here, Wir machen es hierhin, where it properly belongs, und wo es eigentlich hingehört, and here. und hierhin. We're going to, obviously it's part of worshiping God. Also natürlich ist es auch ein Teil von Gott anbeten. I've already explained it's so strange. Ich habe es alles schon erklärt, das ist voll verrückt. Wrong day, wrong start. Falscher Tag, falscher Anfang. You're asleep for most of it. Du schläfst den meisten Teil. Some of us are. Manche von uns tun schon. Is that right, Sister Shemaine? Ist das richtig, Schwester Shimen? Yeah. And what we do is we cleverly
bring it over to this side as well. Und was wir tun, ist, dass wir es schlauerweise auch auf diese Seite bringen. How do we do that? Und wie tun wir das? We discussed it in class, just refreshing. Wir haben es hier schon in der Klasse diskutiert. Es ist einfach eine Wiederholung. Who wants to have a go? Brother Jonathan. Bruder Jonathan, It's this herd effect. es ist der Herdeffekt, Excellent. The herd effect. die Herdeeffekt. Just like vaccination. Herdenaffekt, es ist wie eine Impfung. Explain a little bit. Erkläre das ein bisschen. We'll put that down, the herd effect. Wir tun das hier hin, den Herdenaffekt. Herdeneffekt. So, when everybody does something and somebody goes against this habit, Also wenn alle etwas tun und jemand gegen diese Gewohnheit geht, then they give you a hard time. dann hast du eine schwierige Zeit. If you don't follow society, Also you wenn du- put it at risk. Wenn du nicht der Gesellschaft folgst, dann tust du es riskieren. Everybody Jeder should care about their neighbor. sollte sich um ihren Nachbarn kümmern. It's utterly selfish Es ist sehr selbstsüchtig, if they say wenn sie sagen, everyone doesn't work on Sunday, jeder arbeitet nicht am Sonntag, period. eine Periode. And you say, Und du sagst, ein Punkt. I don't want to work on Saturday either Und ich möchte auch nicht am Sabbat because I've arbeiten, got some religious belief. weil sie einen religiösen Glauben haben. So you're at your house and you look out the window, everybody's working and you're sitting there relaxing. Also du gehst in dein Haus, du sitzt hin und du schaust raus und alles sind am Arbeiten und du tust dich einfach ausruhen. It's selfishness. Es ist Selbstsüchtigkeit. That's how we explain the subject of the Sabbath. Das ist, wie wir das Thema des Sabbats erklären. Okay, so this is the explanation that we had about morality. Also das ist die Erklärung, die wir hatten über Moral. And what we want to do Und was wir tun möchten, is try to come up with an understanding of prophecy, dass wir mit einem Verständnis der Prophetie aufkommen. because we're experts on prophecy. Denn wir sind Experten der Prophetie Elder Jeff would call us students of prophecy. und ältester Jeff würde uns Studenten der Prophetie nennen. So we want to discuss what prophecy is. Also möchten wir besprechen, was Prophetie ist. I have a question Ich habe eine Frage about the Sabbath issue über das Sabbat-Thema, and this herd effect. dieser Herdeneffekt. So, would you somebody recommend to work on Sabbath because everybody does it in the company? Also würdest du jemandem vorschlagen, am Sabbat zu arbeiten, weil jeder das so tut in der Firma? So are you asking me? Uh-huh. Also fragst du mich? What are you asking me? Was fragst du mich? Would you recommend somebody to work on Sabbath Würdest du jemand vorschlagen, dass er am Sabbat arbeitet? because the boss says Weil der Everybody Arbeit does it. sagt, jeder tut es, so? You have to do it as well. also musst du es auch. So the argument, Also das Argument, the herd effect argument that you explained, den Herdeneffekt, is the argument that your boss will use. ist das Argument, das dein Chef benutzen wird. And we say, Und wir sagen, we don't care. uns kümmert es nicht. Call us any name you want to. Tut mir irgendwelchen Namen nennen. We will not listen. Wir werden nicht hören. Whatever the socialistic arguments are, we are not interested in. Auch welches soziales Argument auch immer gibt, wir werden nicht ihm gehorchen So oder they will zuhören. call us selfish. Also sie würden uns selbstsüchtig nennen. We've spoken about the weaponization of ideas and thoughts. Wir haben schon über die Weaponization. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man Ideen als Waffen benutzt. So what weaponizes this Also was das zu einer Waffe macht, is the curse. ist dann der Fluch. The curse makes this all the more serious, Der Fluch macht das alles mehr ernst. because they're not just saying, let's just take Sunday off and no other day. Denn sie sagen nicht, lass uns einfach den Sonntag frei nehmen und keinen anderen Tag. Why do they want the day off? Wieso wollen sie den freien Tag? Whether you go to the newspapers today Wenn man zu den Zeitungen geht heute, and extrapolate, I don't know, extrapolate.
What's that in German? Extrapolate. Extract, yeah. Is the word there come? Extrapolate. It's not a word. Do you say? How do you write it? Extrapolate. E-X-T-R. Don't ask me how to spell. So you don't know how to spell and we should know it in German. Extrapolate. Okay. Also das ist Englisch. Extrapolieren. That's it. Extrapolation. There you go. I don't know. I'm not German, am I? Yeah, that sounds good. So, I've even lost the point. now. Hochrechnen. Dear well. Also hochrechnen. Yeah. No idea. So, this is not just taking this idea Also es ist nicht, dass man einfach diese Idee and nimmt we do what we want. und wir tun, was wir wollen. This idea gets weaponized. Diese Idee wird als Waffen benutzt. And what that means, or what I mean by Und that, was das bedeutet oder was ich damit meine, is that there's a crisis. ist, dass es Krisen gibt. There's one that's given that we can see in the world, Es ist eine, die wir in der Welt sehen können, and there's one that's given in inspiration. und eine wird in der Inspiration genannt. We have an idea today Wir haben eine Idee what heutzutage, it might be, was es sein möge, and we can extrapolate, und wir können das extrapolieren. which means what? Hochhalten. Erschließen. So, what I mean by that, Was ich damit meine, so let me give the example. lasst mich euch jetzt das Beispiel geben. Climate change. Klimawechsel. So we see a climate change problem, Also wir sehen ein Klimawechselproblem, an issue. Klimawandelproblem. I'm going to say the word again, I'm sorry. We're going to extrapolate that. Also wir werden das ableiten We're going to get that concept and we're going to project it to have some kind of meaning. und wir werden das übertragen, dass man so eine Bedeutung hat. So what we're going to do with the climate change issue, Also was tun wir mit diesem Wandel-Thema? respect to this. Make it affect everybody. Make it seem like it affects everybody. Sure. We would say it like this. Wir würden es so sagen. The Pope Der Papst will take wird climate change, Klimawandel nehmen finish off. And make everybody feel like they need to do something about it so they keep Sunday. Good. dass sie irgendwie etwas machen müssen, dass sie nicht Sonntag halten müssen. So we're going to get climate change, Also wir nehmen den Klimawandel, which we all see today. welchen wir alle heute sehen, We stretch that, und wir tun das ausdehnen, extrapolate. ableiten, And then we're going to say the Pope will use this und dann issue, sagen wir, dass der Papst dieses Thema nehmen wird, this social issue, dieses soziale Thema, to introduce a Sunday law. um ein Sonntagsgesetz einzuführen. And then, Und dann, if we don't follow, wenn wir nicht folgen, what will they say about us? was werden sie über uns sagen? We're selfish. Du bist selbstsüchtig. We should save the trees for our children. Wir sollten die Bäume für unsere Kinder retten. And our bad behavior, Und unser schlechtes Verhalten, because we put a plastic bottle in the compost pile, wenn wir eine Plastikflasche in den Komposthaufen tun, is going to cause a drought in Africa. wird das eine Dürre in Afrika nennen. And we should be considerate of our fellow beings. Und wir sollten über unsere Nächsten lieben. And the reason we believe that model Und der Grund, wieso dass wir diesem Modell glauben, is because Ellen White says what? ist, weil Ellen White was sagt. Paraphrasing. Paraphrasiere. There'll be a political mess, Es wird eine political problems, Probleme geben and there'll be natural disasters, und natürliche Desaster. and these will combine Und diese verbunden, to create an environment um ein
Umfeld zu gründen that oder Umstände, people will see as the curse of God. dass es Menschen als den Fluch Gottes sehen werden. And therefore we have to please him Und somit müssen wir ihn anflehen, by worshiping him on the Sabbath, Sunday. ihn am Sabbat oder eben Sonntag anzubeten. And you see how that prophetic version Und wir sehen, wie diese prophetische Version and the climate change version that we talk about merge together. und der Klimawandel, wo wir darüber sprechen, zusammenpassen. So that's how we can describe this. Das ist, wie wir das hier erklären können. And we would say, Und wir würden sagen, we don't care about our boss's opinion uns macht es nichts aus, die Meinungen unserer Chefe. because we would rather honor God than honor man. Denn wir würden mehr Gott gehorchen als den Menschen. Death before dishonor. Tod vor Unehre. So the herd effect argument is not one that we use, Also der Herdeffekt-Argument ist nicht das, was wir it's benutzen, the one we fight against. sondern es ist das, wo wir gegen ankämpfen. So that should be answering Brother Jonathan's question. Also das sollte Bruder Jonathans Frage beantworten. Any questions on what we've looked at with respect to morality? Gibt es irgendwelche Fragen über das Thema, was wir uns angeschaut haben? Moralität, We've had Moral. hopefully a reasonable attempt at looking what morality is. Hoffentlich ist das gut, was wir darüber gesprochen haben, was Moral ist. We looked at the definition, Wir haben uns die Definition angeschaut, saw its relationship to conscience, die Beziehung zu Gewissen. see how the governments of the world behave and why they behave that way. Wir haben gesehen, wie die Regierung sich verhaltet und wieso. Spoke about relationships, Wir haben über Beziehungen gesprochen, how it can be between God and humans, wie es zwischen Gott und Menschen sein kann. and then went to the commandments Und dann sind wir zu den Geboten gegangen and saw that these ones, und haben gesehen, dass diese in hier, fact, you don't even need commandments, also really, eigentlich brauchst du gar nicht richtig Gebote, because we all know how we should treat one another. weil wir wissen alle, wie wir einander behandeln sollten. We don't know how to treat God Wir properly. wissen aber nicht, wie wir Gott gut behandeln So you sollten. need commandments here, Also brauchen wir hier Gebote, but everybody understands this. It's the golden rule. aber jeder versteht es, denn es ist die goldene Regel. Then we take this fourth commandment Und dann nehmen wir das 4. Gebot and we try to make it span both sides of und wir this issue. versuchen es auf beiden Seiten des Themas zu tun. So that's a quick review of what morality is. Also das ist unsere schnelle Wiederholung, was Moral ist. So if you have an opportunity Also wenn du eine Möglichkeit hast, from now till tomorrow, von jetzt bis morgen, try and look at definitions of prophecy. versucht euch die Definitionen von Prophezie anzuschauen. Of course, we're already given one, Natürlich haben wir schon eine, so look at that. also schaut euch das an. The reference was what? Die Referenz war was? Second Selected Messages, page 102. Zweite ausgewählte Botschaften, 102 im Englischen. See if you can find some others, Und schaut, ob ihr ein paar andere and we'll try finden and get a könnt. good definition of prophecy. Und wir versuchen, eine Definition von Prophetie zu benutzen. Brother Jonathan. Jonathan, Can you say in one sentence kannst du in einem Satz sagen, what morality is? was Moral ist? Morality Moral is our behavior ist unser Verhalten towards our fellow humans gegen, and God. gegenüber unserem Nächsten und Gott. Full stop. Stopp. Whether we behave good or Of- whether we behave bad. Komma, ob wir gut uns verhalten oder schlecht. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, help us to understand morality in a